Der Parkplatz vor diesem Haus in Göttingen ist ein ganz besonderer. Er hat nämlich eine eigene Ampel. Aber auch die Ampel ist eine ganz besondere. Sie zeigt nach Rot und Gelb, nochmal Gelb. Insofern ist diese Ampel hier ein ganz einmaliges Unikum, wahrscheinlich auf der Welt. Also wir haben keine Experten gefunden, die jemals so eine Ampel gesehen haben. Wie auch. Die Rot-Gelb-Gelb-Ampel überrascht ja selbst den Verkehrsplaner der Stadt. Also vor meiner Zeit in Göttingen kannte ich sowas auch nicht und ich habe es auch in anderen Städten in der Form ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Die Ampel wurde vor 10 Jahren gebaut, weil es in dem Haus früher eine Fahrschule gab. Und die Fahrschüler sollten nicht ungebremst vom Parkplatz auf die vielbefahrene Straße fahren. Mit diesem Doppelgelb war eben das Ziel, eben die Fahrschüler langsam an den Kreuzungsbereich ranzuführen und aufmerksam dann den Querverkehr auch zu betrachten. Es wurde also keine Grünphase eingerichtet, sondern quasi als Warnfarbe fürs Einfädeln ein zweites Gelb. Auch wenn die Straßenverkehrsordnung den Fahrschülern eigentlich was anderes beibringt. Wechsellichtzeichen haben die Farbfolge grün, gelb, rot, rot und gelb gleichzeitig. Rot ist oben, gelb in der Mitte und grün unten. Ja, normalerweise. Grün, gelb, rot. Richtig. Aber hier wurde eben mal die Konvention gesprengt und ein echtes Unikat geschaffen. Hier und nur hier gilt eben nicht. Rot gebietet Anzuhalten, und gelb gebietet? auf grün sozusagen zu warten. Auf grün warten, das kann hier lange dauern. Einzigartig lange. Zumindest, wenn man sich an die Verkehrsordnung hält. Wir fahren bei Gelb und wie ich eben gerade erfahren habe, mache ich mich damit jedes Mal strafbar. Aber damit kann ich leben. Sonst würde man hier gar nicht mehr runterkommen. Genau, und deshalb zeigt sich die Stadt ja auch einzigartig kulant, wenn hier regelwidrig über die Ampel gefahren wird. Da wird keiner jetzt verwarnt, der dort bei Gelb sich eingliedert in den Straßenverkehr. Na dann, auf die nächsten 10 Jahre gelbe Welle.